Der Einfluss der Naturwissenschaft auf die Religion. Ich habe mir vorgenommen, in einer Reihe von 3 Abhandlungen den Einfluss der Naturwissenschaft auf die Religion zu untersuchen. Hierbei werde ich versuchen, mich auf eine streng verstandesgemäße Behandlung des Gegenstandes zu beschränken, ohne zu irgendwelchen Fragen des Gefühls abzuschweifen. Überdies werde ich in erster Linie die Art und den Grad des Einflusses berücksichtigen, welchen die Naturwissenschaft in der Vergangenheit auf die Religion ausgeübt hat, um alsdann klarzustellen, wie weit sich dieser Einfluss wahrscheinlich in der Zukunft ausdehnen wird. Die ersten beiden Abhandlungen sollen dem bisherigen und dem voraussichtlich noch kommenden Einfluss der Naturwissenschaft auf die natürliche Religion und die dritte dem bisherigen und dem voraussichtlich noch kommenden Einfluss der Naturwissenschaft auf die geoffenbarte Religion gewidmet sein. Wenige Fragen haben in den letzten Jahren so viel Interesse erregt wie die, welche ich hier zur Untersuchung ausersehen habe. Dies kann kaum überraschen, wenn man beachtet, dass der in Frage stehende Einfluss nicht allein ein sehr unmittelbarer, sondern auch ein in jeder Beziehung ungemein wichtiger ist. Generationen und Jahrhunderte hindurch besaß die Religion eine unbestrittene Macht über den menschlichen Geist, wenn auch nicht immer als ein praktischer Ratgeber in Sachen der Lebensführung, so doch wenigstens als ein Regulator des Glaubens. Selbst bei den verhältnismäßig wenigen Menschen, welche in früheren Jahrhunderten das Christentum offenkundig verwarfen, wurden die geistigen Vorstellungen doch ohne Zweifel in hohem Maße durch dasselbe bestimmt. Denn da das Christentum damals der einzige Gerichtshof für alle diese Vorstellungen war, so konnten sich selbst die wenigen, die offenkundig außerhalb seiner Jurisdiktion standen, dem indirekten Einfluss nicht entziehen, den es durch andere auf sie ausübte. Aber wenn nun nach und nach neben dieser ehrwürdigen Institution ein neuer Gerichtshof entstand, so können wir uns nicht wundern, dass man ihn als einen Nebenbuhler des Alten ansah, und dies umso mehr, als seine Forschungsmethoden und der bestimmte Charakter seiner Urteile viel mehr als jene mit den Anforderungen eines dem Skeptizismus zuneigenden Zeitalters in Einklang stand. Dieser Geist der Eifersucht wurde noch mehr durch die Tatsache genährt, dass die Naturwissenschaft auf die Religion unfraglich einen, wie Fisk sagt, reinigenden Einfluss ausgeübt hat. Das soll heißen, nicht allein sagt die naturwissenschaftliche Forschungsmethode zur Auffindung der Wahrheit den skeptischen Geistern mehr zu als die religiöse Methode, die man dreist damit kennzeichnen kann, dass sie die Wahrheit auf Autorität hin annehmen, sondern die Ergebnisse der ersteren haben auch mehr als einmal denen der letzteren direkt widersprochen. Die Naturwissenschaft hat in mehreren Fällen unantastbar klar bewiesen, dass Lehren der Religion den Tatsachen gegenüber falsch waren. Ferner der große Fortschritt der Naturerkenntnis, welcher das gegenwärtige Jahrhundert charakterisiert, hat bewirkt, dass unsere Vorstellungen von vielen mit Philosophie zusammenhängenden Begriffen und Lehren eine vollständige Wandlung erfahren haben. Ein gebildeter Mensch unserer Tage ist ganz außerstande, manche christliche Dogmen von demselben intellektuellen Standpunkt aus wie seine Vorfahren anzusehen, selbst wenn er sie auch weiterhin noch in einem anderen Sinn als wahr hinnimmt. Kurz, da unsere ganze Denkungsweise in gewissen Beziehungen verändert ist, so können wir gar nicht verlangen, dass sie in dieser Hinsicht noch mit dem unveränderlichen System der Theologie übereinstimmen sollte. Auf solche Weise hat nach meiner Auffassung die Naturwissenschaft ihren Einfluss auf die Religion ausgeübt, und es ist unnötig, den Umfang dieser Wirkung länger zu betrachten. Man kann keine Zeitung lesen, ohne sie zu bemerken. Einerseits triumphiert der Zweifler zuversichtlich, dass das Licht der aufgehenden Erkenntnis endlich angefangen habe, die Finsternis des Aberglaubens zu verscheuchen, während andererseits religiös gerichtete Menschen bei dem Gedanken zittern, was die Zukunft, nach der Vergangenheit zu urteilen, bringen werde. Auf beiden Seiten finden wir freie Diskussion, kräftige Sprache, ernstes Forschen. Jahr für Jahr wird Überschlag gemacht und Jahr für Jahr neigt sich die Waagschale mehr zugunsten der Naturwissenschaft. So stehen die Dinge eben, und ich denke, dass wir mit der Kenntnis der Art und des Grades des Einflusses, den die Naturwissenschaft in der Vergangenheit auf die Religion ausgeübt hat, Material genug besitzen werden, um den mutmaßlichen Umfang, den dieser Einfluss in der Zukunft haben wird, beurteilen zu können. Dies will ich zu tun versuchen, indem ich nach allgemeinen Grundsätzen die Grenzen bestimme, innerhalb derer der in Rede stehende Einfluss vorläufig ausgeübt werden kann. Doch um dies zu können, ist es nötig,
vorerst die Art und den Grad des Einflusses zu betrachten, den die Naturwissenschaft in der Vergangenheit auf die Religion ausgeübt hat. Nachdem wir dies vorausgeschickt haben, müssen wir zunächst das Wesen der Naturwissenschaft und der Religion auseinandersetzen. Denn dies ist natürlich der erste Schritt bei einer Untersuchung, welche den tatsächlichen und den möglichen Einfluss dieser beiden Gedankengebiete aufeinander abschätzen soll. Die Naturwissenschaft ist im Wesentlichen ein Gebiet des Denkens, welches sich ausschließlich auf die nächsten Ursachen bezieht. Noch genauer, sie ist ein Gebiet des Denkens, dessen Gegenstand die Erklärung des Naturgeschehens durch die Entdeckung natürlicher oder nächstliegender Ursachen ist. Wenn die Naturwissenschaft diese ihre einzig rechtmäßige Domäne zu überschreiten und das Naturgeschehen durch unmittelbare Einwirkung übernatürlicher oder letzter Ursachen zu erklären versucht, dann hat sie aufgehört, Naturwissenschaft zu sein und ist ontologische Spekulation geworden. Die Wahrheit dieser Behauptung ist jetzt von allen Naturforschern in Praxis anerkannt worden und Ausdrücke, welche sich auf die letzten Ursachen beziehen, sind aus dem Wörterbuch der Astronomie, Chemie, Geologie, Biologie und selbst der Psychologie verbannt worden. Auf der anderen Seite ist die Religion ein Gebiet des Denkens, das sich ebenso ausschließlich auf die letzten Ursachen bezieht. Sie ist ein Gebiet des Denkens, das ein selbstbewusstes und intelligentes Wesen zum Gegenstand hat. Und dieses wird dabei als persönlicher Gott und als Urquell aller Kausalität betrachtet. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass der Ausdruck Religion seit einigen Jahren häufig in einem Sinn gebraucht worden ist, welcher sich nicht mit dieser Definition deckt, doch dies zeigt nur, wie oft dieser Ausdruck missbraucht worden ist. Irgendeine Theorie der Dinge Religion zu nennen, obwohl sie gar keinen Glauben an eine Gottheit enthält, das heißt das Wort in ganz entgegengesetztem Sinne wie bisher gebrauchen. Von Religion des Unerkennbaren, von Religion des Kosmos, von Religion der Humanität und so weiter sprechen, wobei die Persönlichkeit der letzten Ursache nicht anerkannt wird, das ist ebenso unverständlich, als wenn man von der Liebe eines Dreiecks oder von der Vernunft des Äquators sprechen wollte, denn wenn man diesen Ausdrücken überhaupt irgendeinen Sinn abgewinnen will, so müssen sie im metaphorischen Sinn gebraucht werden. Wir können ja zum Beispiel sagen, dass es so etwas wie eine Religion der Humanität gibt, indem wir die Humanität zuerst in unserer Wertschätzung vergöttlichen und dann dieses unser Ideal anbeten. Aber wenn wir auf diese Weise der Humanität den Namen der Gottheit beilegen, so schaffen wir darum doch keine neue Religion, wir gebrauchen damit bloß eine Metapher, welche als poetische Diktion mehr oder weniger Erfolg haben mag, die aber sicherlich als philosophischer Satz keinen Pfifferling wert ist. Ja, sie ist in dieser Beziehung noch schlimmer als wertlos, sie ist irreleitend. Veränderungen oder Umkehrungen der Bedeutung von Wörtern kommen nicht selten bei der Entwicklung der Sprache vor, aber nicht häufig wird, und so in diesem Fall, der ganze Sinn des Ausdrucks absichtlich und willkürlich von den Vertretern der Philosophie abgeändert. Humanität zum Beispiel ist ein abstrakter Begriff, den wir selbst gebildet haben. Humanität existiert objektiv ebenso wenig wie der Äquator. Wenn es daher möglich wäre, eine Religion durch diesen sonderbaren Kunstgriff zu konstruieren, indem man der Humanität metaphorisch die Attribute der Gottheit zuschreibt, so würde es logisch ebenso gut möglich sein, eine Theorie brüderlicher Liebe zum Äquator zu konstruieren, indem man diesem metaphorisch menschliche Attribute zuschreibt. Das charakteristische Merkmal irgendeiner Theorie, welche man berechtigterweise als Religion bezeichnen könnte, ist, dass sie sich auf den letzten Ursprung aller Dinge bezieht und dass sie diesen Ursprung als ein objektives und intelligentes und persönliches Wesen bezeichnet. Den Ausdruck Religion auf irgendeine andere Theorie anwenden, heißt also nur ihn missbrauchen. Nach diesen Definitionen scheint es so, als ob sich Ziel und Methode der Naturwissenschaft ausschließlich auf die Bestimmung und Prüfung des zunächstliegenden, wie der Dinge und der Naturvorgänge richten. Ihre Aufgabe ist, wie Mill sagt, die kleinste Anzahl der Naturtatsachen zu bestimmen, welche die Erscheinungen der Erfahrung erklären kann. Andererseits ist die Religion in keiner Weise mit der Kausalität verbunden, nur dass sie annimmt, dass alle Dinge und alle Ereignisse im letzten Grunde auf eine intellektuelle Persönlichkeit zurückzuführen sind. Spencer sagt, die Religion ist eine a priorische, außerhalb der Erfahrung liegende Theorie des Weltalls. Dem müssen wir noch hinzufügen, eine Theorie, welche eine intelligente Persönlichkeit als schaffenden Ursprung des Weltalls annimmt.
Ohne diesen notwendigen Zusatz würde die Religion sich logisch nicht von der Philosophie unterscheiden. Aus diesen Definitionen geht klar hervor, dass Naturwissenschaft und Religion in ihren reinsten Formen tatsächlich keine logischen Beziehungen haben. Nur wenn die Naturwissenschaft die Bedingungen des Raumes und der Zeit, der gegenseitigen Beziehung der Erscheinungen und aller menschlichen Beschränkungen überschreiten würde, dann nur könnte sie in der Lage sein, die übernatürliche Theorie der Religion zu berühren. Doch es ist offenbar, wenn die Naturwissenschaft dies täte, so würde sie aufhören, Naturwissenschaft zu sein. Indem sie sich über die Region der Naturerscheinungen, Phenomena, erhöbe und in den zarten Äther der Verstandesbegriffe, Noumena, eintrete, würden ihre gegenwärtigen Schwingen, die wir ihre Methode nennen, in solcher Atmosphäre nicht mehr zur Bewegung dienen können. Ohne Raum, ohne Zeit und ohne Beziehungen zu den Naturerscheinungen könnte die Naturwissenschaft nicht länger als solche bestehen. Andererseits kann auch die Religion in ihrer reinsten Form in gleicher Weise die Naturwissenschaft nicht berühren. Denn die Religion als solche hat, wie wir schon gesehen haben, nichts mit dem Gebiet der Naturerscheinungen zu tun. Ihre metaphysische Theorie kann keine Beziehung zu dem Wie der Naturkausalität haben. Es ist daher augenscheinlich, dass sich Naturwissenschaft und Religion, weil sie in ihren reinsten und idealsten Formen ganz verschiedenartige Geistesrichtungen sind, nicht gegenseitig in ihr Gebiet einmischen dürfen. Soweit lassen sich diese Bemerkungen in gleicher Weise auf alle Formen der Religion anwenden, sie sei nun eine wirkliche oder nur eine mögliche, wenn sie nur rein ist. Aber es ist notorisch, dass bis vor kurzem die Religion auf die Naturwissenschaft nicht nur einen Einfluss überhaupt, sondern sogar einen überwältigenden Einfluss ausübte. Da der Glaube an ein göttliches Wirken fast allgemein war, während die Methoden der naturwissenschaftlichen Forschung noch nicht bestimmt formuliert waren, hatten die früheren Generationen die Gewohnheit, jede Naturerscheinung, deren natürliche Ursache noch nicht nachgewiesen war, einer mehr oder minder unmittelbaren Einwirkung der Gottheit zuzuschreiben. Nun wissen wir aber, dass diese geistige Gewohnheit daher kam, dass man noch nicht den wesentlich verschiedenen Charakter der Naturwissenschaft und Religion als getrennte Denkgebiete unterscheiden konnte und nur insofern, als die Religion früherer Zeiten unrein oder mit Gedanken, die der Naturwissenschaft angehören, vermischt war, übte sie jenen verderblichen Einfluss aus. Die allmähliche, nun schon fast völlige Ausscheidung der Natursachen aus dem Gedankengang der Naturforscher, worauf wir schon hingedeutet haben, ist nur ein Ausdruck für die Tatsache, dass die Naturforscher einmütig und ganz und gar dazu gelangt sind, die von mir festgestellten Grundunterschiede zwischen Naturwissenschaft und Religion anzuerkennen. Die Naturforscher empfinden es einmütig und klar, wenigstens alle die Männer, deren Gedanken über diese Fragen auf der Höhe der Zeit stehen, dass eine religiöse Erklärung irgendeiner Naturerscheinung vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus überhaupt keine Erklärung ist. Denn eine religiöse Erklärung besteht darin, dass man die beobachtete Naturerscheinung auf die letzte Ursache bezieht, das heißt darin, dass man jene besondere Erscheinung in das allgemeine und letzte Geheimnis der Dinge versenkt. Dagegen besteht eine naturwissenschaftliche Erklärung darin, dass man die beobachtete Naturerscheinung auf die nächstliegenden natürlichen Ursachen zurückführt, und in keinem Falle kann sich eine solche Erklärung auf die Hypothese eines Endzweckes einlassen, ohne den Charakter einer naturwissenschaftlichen Erklärung zu verlieren. Wenn mir zum Beispiel ein Kind eine Blume mit der Frage bringt, warum sie eine so sonderbare Form, so lebhafte Farbe, so süßen Duft und so weiter hat, und ich ihm antworte, weil Gott sie so machte. So beantworte ich damit des Kindes Frage eigentlich gar nicht. Ich verberge nur meine Unkenntnis der Natur unter dem Mantel der Frömmigkeit und entschuldige meine Trägheit im Studium der Botanik. Die Würdigung dieser Tatsache war es, was Darwin in seiner Entstehung der Arten zu der Bemerkung führte, dass die Theorie der Schöpfung keine Tatsache, mit der sie sich beschäftigt, wirklich erklären kann, sondern dass sie diese Tatsache nur nochmals darlegt, wie sie beobachtet worden. Das soll besagen, indem wir die beobachteten Tatsachen so in das Grundgeheimnis der Dinge versenken, versuchen wir es gar nicht einmal, sie irgendwie im naturwissenschaftlichen Sinne zu erklären, denn es würde dann offenbar möglich sein, sich der Aufgabe, irgendeine Naturerscheinung zu erklären, stets auf dieselbe Weise zu entledigen, indem man sie nämlich immer einfach auf die unmittelbare Einwirkung der Gottheit zurückführt.
Wenn wirklich irgendeine Naturerscheinung eintrete, welche aus einer unmittelbaren Gottestat als Ursache entspränge, dann würden ex hypothesi überhaupt keine natürlichen Ursachen mehr zu erforschen sein, und der Moore als Naturforscher hätte seine Schuldigkeit getan und könnte gehen, denn solch eine Erscheinung würde wunderbar sein, daher ihrer Natur nach jenseits der Grenze wissenschaftlicher Forschung liegen. Die religiöse Theorie der Endursache erklärt also keine Naturerscheinung, sie bestätigt sie nur, wie sie beobachtet worden ist. Oder wenn man lieber will, sie ist in sich selbst eine Universalerklärung aller möglichen Naturerscheinungen auf einmal. Denn es muss zugegeben werden, dass hinter allen möglichen Erklärungen naturwissenschaftlicher Art etwas höchst Unerklärliches liegt, welches gerade seines übersinnlichen Charakters wegen nicht auf irgendetwas anderes zurückgeführt, das heißt erklärt werden kann. Es ist so wie es ist, das ist alles, was wir von ihm sagen können. Ich bin, was ich bin, ist alles, was es von sich selbst sagen könnte. Und darin bestehen im Wesentlichen die Lehren der Religion, dass sie Naturerscheinungen auf diese unerklärbare Quelle der natürlichen Kausalität zurückführt. Die Lehre der Naturwissenschaft dagegen beruht auf der Gewissheit, dass es immer möglich ist, eine der Erfahrung nach endlose Kette natürlicher Ursachen zu erforschen, das heißt eine endlose Reihe von Naturerscheinungen zu erklären. Wenn wir den Vorgang der Erklärung als die Zurückführung der beobachteten Erscheinungen auf ihre zureichenden Ursachen definieren, so dürfen wir sagen, dass die Religion sich mit Hilfe einer allgemeinen Theorie der Dinge in der Annahme einer ersten Ursache intelligenter Art zu ihrer eigenen Befriedigung eine letzte Erklärung des Weltalls als eines Ganzen verschafft. Sie hat daher nichts mit den nächsten Erklärungen oder mit der Entdeckung der nächstliegenden Ursachen zu tun, und diese ist ausschließlich Gegenstand der Naturwissenschaft. Wir gehen also hiermit auf die schon gegebenen Definitionen zurück, wonach die Religion einem Gedankengebiet angehört, welches als solches ausschließlich Beziehung auf die letzte Ursache hat, während die Naturwissenschaft einem Gedankengebiet angehört, welches als solches ebenso ausschließlich in Beziehung zu den nächsten Ursachen steht. Wenn die Grenzen dieser beiden Gebiete überschritten werden, so entstehen Konflikte und Verwirrung. Wenn daher die religiöse Lehre von den Endursachen auf das Feld der naturwissenschaftlichen Forschung übertrat, so überschritt sie ihre logische Domäne, und indem sie sich das Amt anmaßte, diese oder jene Erscheinung im Einzelnen zu erklären, hörte sie auf, reine Religion zu sein, während sie zu gleicher Zeit und aus demselben Grunde der Naturwissenschaft den Weg des Fortschritts versperrte. Wir sind nun bei einem der Hauptpunkte angelangt, die wir zu behandeln haben, nämlich bei der Lehre von dem Zweck in der Natur und damit bei der Frage der natürlichen Religion in ihrer Beziehung zur Naturwissenschaft. Hier werde ich versuchen, einen möglichst tiefen und klaren Überblick über den gegenwärtigen Zustand der natürlichen Religion zu gewinnen, ohne Schritt für Schritt den Weg und die Mittel zu zeigen, durch welche sie unter dem Einfluss der Naturwissenschaft auf diesen Standpunkt gekommen ist. Beim ersten Dämmern des Denkens ist, soweit wir davon Kunde haben, die Teleologie in dieser oder jener Form die am weitesten verbreitete Lehre zur Erklärung der Naturordnung gewesen. Es ist indessen nicht meine Absicht, in diesen Blättern die Geschichte dieser Lehre von ihren röhen Anfängen im Fetischismus bis zu ihrer schließlichen Entwicklung im Theismus aufzuzeichnen. Ich will mich ausschließlich an den jetzigen Zustand dieser Lehre halten und erwähne die vergangene Geschichte nur, um die häufig aufgestellte Behauptung zu prüfen, dass ihr allgemeines Übergewicht in allen Jahrhunderten und unter allen Nationen der Welt ihr einen gewissen Grad a prioristischer Glaubwürdigkeit gibt. In Bezug auf diesen Punkt muss ich Folgendes sagen: Ob nun die Naturordnung von einem ordnenden Geist herrührt oder nicht, die Lehre von der Wirksamkeit eines Geistes innerhalb der Natur, oder wie es der Herzog von Argyll nennt, die Lehre vom Anthropopsychismus muss notwendigerweise die ursprünglichste gewesen sein. Was wir in der Natur finden, ist die allgemeine Herrschaft der Kausalität und lange vorher, ehe die nicht weniger allgemeine Äquivalenz zwischen Ursachen und Wirkungen, das heißt die allgemeine Herrschaft der Naturgesetze, genügend gewürdigt wurde, erkannte man schon voll auf die allgemein gültige Tatsache, dass nichts ohne irgendeine zureichende Ursache geschieht. Und ganz gewiss, das Bewusstsein dieser Tatsache finden wir nicht nur bei den am niedrigsten stehenden Rassen der Jetztzeit, sondern wie ich es bewiesen habe, auch bei Tieren und Kindern. Es scheinen mir daher wohl jene Psychologen recht zu haben, welche meinen, dass der Begriff der Ursache ebenso unmittelbar ist wie die Begriffe von Raum und Zeit,
das heißt, er ist die instinktive oder ererbte Wirkung angestammter Erfahrung. Wenn es nun sicher ist, dass das Bewusstsein der Kausalität in der Natur ebenso alt oder sogar älter ist als der menschliche Verstand, dann scheint es mir doch ebenso sicher zu sein, dass der erste Versuch, die Ursache dieser oder jener Naturerscheinung festzustellen, das heißt die ersten Versuche einer vernünftigen Erklärung der Naturereignisse anthropopsychischer Art gewesen sein müssen. Keine andere Erklärung lag so nahe, wie die, dass man in die äußere Natur die Tätigkeit eines Willens hineintrug, die doch jedem Menschen, soweit er und seine Nebenmenschen dabei in Betracht kommen, als die augenscheinliche Hauptquelle der kausalen Tätigkeit erschien. Um diese sehr einleuchtende Erklärung der Kausalität in der Natur zu gewinnen, brauchte der Urmensch gar nicht zu wissen, was wir jetzt wissen, dass die richtige Auffassung der Kausalität aus unserem Gefühl von Anstrengung bei einem Willensakt entspringt. Wenn dies der Fall war, dann musste, falls überhaupt an die Kausalität irgendeiner Naturerscheinung gedacht wurde, die abgeleitete Ursache notwendigerweise psychologischer Art sein. Ich brauche nicht die allmähliche Entwicklung dieser anthropologischen Lehre aus ihrer frühesten und verbreitetsten Gestalt, die wir Polypsychismus nennen könnten, bei welchem die Zahl der aufgestellten Ursachen fast so groß war wie die der beobachteten Wirkungen, durch den Polytheismus hindurch, bei welchem viele Wirkungen gleicher Art einer Gottheit zugeschrieben wurden, die ein Spezialfall gerade diese Wirkungen waren, bis zum Monotheismus hin zu verfolgen, bei welchem alle Kausalität in den Monopsychismus einer einzelnen Persönlichkeit zusammengefasst wird. Es genügt kurz zu zeigen, dass die Lehre des Anthropopsychismus von Anfang an unter den obwaltenden Bedingungen eine notwendige Phase geistiger Entwicklung war, mag diese Lehre nun wahr sein oder nicht. Von diesem Gesichtspunkt aus glaube ich nicht, dass der Consensus Gentium, Übereinstimmung der Völker, eine Tatsache von irgendwelcher Beweiskraft zugunsten der anthropopsychischen Theorie ist. Ich meine, insofern es sich um die Kausalitätsfrage handelt, mag es sich nun um den Fetischismus oder um die Teleologie unserer Tage handeln, der Consensus Gentium bei der wichtigeren Frage des Theismus. Wobei noch manche andere Dinge außer der Kausalität in Betracht kommen, geht uns hier nichts an. Es scheint mir in der Tat so, wenn wir zur Sicherstellung unserer anthropologischen Theorie auf die Wilden zurückgehen müssen, dann ist die dabei erhaltene Bürgschaft noch weniger als wertlos. Wir könnten ebenso gut schließen, dass die Uhr ein lebendes Wesen sei, weil dies für den Geist eines Wilden die nächstliegende Erklärung ihrer Bewegungen ist, als wenn wir aus genau denselben Gründen schließen wollen, dass unser Glaube an die Teleologie aus irgendeiner der früheren Phasen des Anthropopsychismus irgendeine wirkliche Stütze erhielten. Wenn wir daher den Nachweis eines Zwecks in der Natur würdigen wollen, so scheint es mir, dass wir von vorne anfangen müssen, ohne auf frühere Meinungen über den Gegenstand Bezug zu nehmen. Die Frage muss wesentlich in dem Licht der jüngsten Erkenntnis, welche wir besitzen und mit der schärfsten Denkkraft erwogen werden, die wir, die Erben aller Jahrhunderte, ihr widmen können. Ich werde daher auf die Geschichte des Anthropopsychismus nur insofern Bezug nehmen, als es erforderlich ist, um das Argument zu erläutern. Und hier ist es nötig, zuerst das zu erörtern, was Paley vor der darwinschen Epoche den Stand des Arguments nannte. Dies ist von Paley klar und deutlich in seinem klassischen Beispiel von der Uhr, die jemand auf einer Heide findet, dargestellt, ein so wohl bekanntes Beispiel, dass ich es hier nicht zu wiederholen brauche. Ich will daher nur bemerken, dass es den ganzen Zweckbeweis, wie man sagt, in der Westentasche enthält und dass es meiner Meinung nach die von Mill an ihm ausgeübte Kritik nicht verdient, wenn er sagt, die Schlussfolgerung würde gar nicht gemacht werden, wenn ich nicht schon aus direkter Erfahrung wüsste, dass die Uhren von Menschen verfertigt werden. Es kommt mir vor, als ob damit der Meinung und Absicht Paleys die ganze Point genommen würde, denn es würde offenbar überhaupt gar kein Beweis sein, es sei denn, man verstände seine Meinung so, dass der Nachweis des Zweckes, welchen die Prüfung der Uhr vermutlich liefert, wahrscheinlich eben nur durch diese Prüfung und nicht durch irgendeine direkte Kenntnis, auf welche Mill hinweist, geliefert wird. Um des Beispiels willen muss natürlich angenommen werden, dass der Finder der Uhr keine von früher stammende direkte Kenntnis von der Konstruktion einer Uhr besitzt. Abgesehen von diesem wunderbaren Missverständnis war Mill in Bezug auf den ganzen Gegenstand mit Paley gleicher Ansicht. Andererseits ist es kein stichhaltiger Einwand gegen das Argument oder das Beispiel, wenn man sagt,
wie wir es oft taten, dass es nichts für den Uhrmacher beweist. Das Ziel des Zweckbeweises ist das Dasein jemandes, der den Zweck gesetzt hat, zu erweisen, nicht sein Dasein zu erklären. In der Tat würde es für das ganze Argument in seiner Beziehung zum Theismus ein Selbstmord sein, wenn die Möglichkeit einer solchen Erklärung aufrechterhalten würde, denn dies könnte nur auf die Annahme hin geschehen, dass das Wesen der Gottheit eine Erklärung zulässt. Das heißt, dass die Gottheit nicht die letzte Ursache ist. Im Grunde genommen ist dieser Beweis genau derselbe, wie er uns an zahlreichen Stellen der Heiligen Schrift und in theologischen Büchern der ganzen Welt bis auf den heutigen Tag begegnet. Er besagt, überall in der organischen Natur treffen wir auf zahllose Anpassungen der Mittel an die Zwecke, die in vielen Fällen eine solche Feinheit und Kompliziertheit zeigen, dass im Vergleich zu ihr die Anpassungen der Mittel an die Zwecke in einer Uhr nur armselige und lückenhafte Versuche des Mechanismus sind. Niemand weiß es so gut wie der moderne Biologe, wie unermesslich weit die uns in solchem Übermaße in der Natur begegnenden Mechanismen die höchsten Triumphe menschlicher Erfindung in jeder Weise überragen. Auf den ersten Blick erscheint es daher ganz zweifellos, dass wir keinen stichhaltigeren und besseren Beweis für einen Zweck als den finden können, wie er in Pallis Worten liegt. Die Anordnung, die Disposition der Teile, die Unterordnung der Mittel unter einen Zweck, die Beziehung der Werkzeuge auf den Gebrauch schließen das Dasein einer Intelligenz und eines Geistes in sich. Aber nun entsteht die Frage, wenn dies alles auch sicherlich das Dasein eines Geistes als erklärende Ursache verlangen mag, sind wir darum schon zu der Annahme berechtigt, dass es in der Natur keine andere Ursache gibt, um diese Wirkungen hervorzubringen. Das ist eine Frage, auf die weder Paley noch Bell und Chalmers, ja kein Vertreter der natürlichen Theologie bis auf Darwins Zeiten gekommen ist. Und das ist doch, meine ich, eine bemerkenswerte Tatsache, weil die Frage als eine blass logische so sehr nahe zu liegen scheint. Aber Tatsache ist es, dass sich die Vertreter der natürlichen Theologie meines Wissens ausnahmslos damit begnügten, es als einen Grundsatz hinzunehmen, dass jener Mechanismus keine andere Ursache als die eines zwecksetzenden Geistes haben könnte. Daher beschränkt sich ihre Arbeit darauf, der Zahl und Vortrefflichkeit der Mechanismen, denen sie in der Natur begegneten, im Einzelnen nachzuspüren. Es ist aber klar, dass die bloße Anhäufung solcher Fälle keinen wirklichen oder logischen Einfluss auf das Argument ausüben kann. Die Mechanismen, denen wir in der Natur begegnen, sind in ihrer Vollkommenheit und Zahl so überwältigend, dass das aufmerksame Studium schon irgendeines Einzelnen, wie es Paley in seinem Beispiel tatsächlich, wenn auch nicht ausdrücklich, darlegt, hinreicht, die ganze Sache wesentlich zu fördern, wenn nur die Annahme zugegeben wird, dass der Mechanismus allein durch einen Geist entstehen kann. Daher wird durch die bloße Ansammlung einer beliebigen Zahl besonderer Fälle von Mechanismen in der Natur aber auch weder ein wirkliches noch ein logisches Argument geliefert. Alle sind ja als Mechanismen der Art nach ähnlich. Wir wollen nun dieses Argument betrachten. Wenn wir uns etwa darüber wundern möchten, dass die Vertreter der natürlichen Theologie bis auf Darwin sich mit der Annahme begnügten, der Geist sei die einzig mögliche Ursache des Mechanismus, so finden wir meines Erachtens die richtige Antwort darin, dass ihr Glaube an eine Schöpfung im Einzelnen damals allgemein herrschte. Denn auf der Grundlage dieses Glaubens halte ich ohne Frage die Behauptung für berechtigt. Das heißt, wenn wir von dem Glauben ausgehen, dass alle Arten der Pflanzen und Tiere ursprünglich plötzlich und fertig geschaffen in die komplizierten Lebensbedingungen ihrer besonderen Umgebung gesetzt wurden, etwa so wie die Uhren aus einer Fabrik hervorgehen, dann sind wir, denke ich, vernünftigerweise zu der Annahme berechtigt, dass keine andere denkbare Ursache als die eines intelligenten Zweckes möglicherweise als Erklärung jener Wirkungen gefordert werden kann. Nun ist natürlich die Bemerkung unnötig, dass jener Zweckbeweis, wenn man diesem ihm vorhergehenden Glauben an eine Schöpfung im Einzelnen einen Einfluss auf ihn einräumte, zum Beispiel eines Zirkelschlusses wird. Vielleicht ist es ebenso unnötig zu bemerken, dass die bloße Tatsache der Entwicklung als Gegensatz zur Schöpfung im Einzelnen oder die Tatsache der allmählichen Entfaltung der lebenden Mechanismen im Gegensatz zu ihrem plötzlichen und fertigen Erscheinen diesen Zweckbeweis in keiner Weise beeinflussen würde, es sei denn, dass man nicht zeigen könnte, dass der Entwicklungsprozess die Möglichkeit einer anderen Ursache zulässt, welche durch die Hypothese der Schöpfung im Einzelnen nicht zugelassen wird.
Aber dies ist es gerade, was durch die Theorie der Entwicklung, wie sie Darwin aufgestellt hat, gezeigt wird. Das soll besagen, die Theorie der allmählichen Entwicklung der lebenden Mechanismen, wie Darwin sie aufstellte, ist doch etwas mehr als eine Theorie allmählicher Entfaltung im Gegensatz zu der plötzlichen Schöpfung. Sie ist auch eine rein naturwissenschaftliche Theorie, welche die rein natürlichen Ursachen dieser Entwicklung darzutun sucht. Und dies ist der Punkt, an dem die Naturwissenschaft ihren Einfluss auf die natürliche Theologie auszuüben anfängt, oder der Punkt, an dem die Theorie der Entwicklung mit der Lehre vom Zweck in Berührung tritt. Da dies ein höchst wichtiger Teil unseres Themas ist und da über ihn in unserer Zeit eine außerordentliche Verwirrung herrscht, so werde ich ihn in der folgenden Abhandlung sorgfältig nach allen Richtungen hin erörtern. Nehmen wir einmal an, dass der Mensch, welcher die Uhr auf der Heide fand, seinen Weg fortsetzt, bis er zur Meeresküste kommt, und dass er ebenso wenig von physikalischer Geographie wie von der Uhrmacherei versteht. Bald fängt er an, eine Menge von Anpassungen der Mittel an den Zweck zu beobachten, die zwar weniger subtil und fein sind als die, welche ihn bei seiner Untersuchung über das Innere der Uhr beschäftigten, die auf der anderen Seite aber viel eindrucksvoller sind, weil sie in einem viel größeren Maßstab auftreten. Erstens bemerkt er, dass in dem Land ein schönes Becken ausgegraben worden ist, um eine Bucht herzustellen, dass die Seiten dieses Beckens, welche wegen der Nähe des Meeres am meisten der Einwirkung der großen, rollenden Wogen ausgesetzt sind, von Felsenklippen gebildet werden, augenscheinlich in der Absicht, das weitere Eindringen des Meeres und die dadurch entstehende Zerstörung der ganzen Bucht zu verhindern. Er bemerkt ferner, dass die Seiten des Beckens, welche wegen ihrer immer größeren Entfernung landeinwärts auch immer weniger der Einwirkung der großen Wogen ausgesetzt sind, aus immer kleiner werdenden Felsen gebildet werden, welche in Geröll und endlich in feinsten Sand übergehen, dass die Steine, da die Gezeiten mit ebenso großer Regelmäßigkeit wie die Bewegungen der Uhr kommen und gehen, sorgfältig vom Sand gesondert und in schiefe Schichten gelegt sind. Und dies immer aufs Schönste den Stellen um den Rand des Beckens herum entsprechend, welche am meisten der Gefahr ausgesetzt sind, durch die Tätigkeit der Wellen zerstört zu werden. Er würde ferner bei genauerer Prüfung merken, dass dieser Prozess der auslesenden Anordnung sich bis in die kleinsten Einzelheiten verfolgen lässt. Hier würde er zum Beispiel bemerken, dass einige, englisch, meilenweit eine besondere Art von Seegras kunstreich in einem langen Bogen am Strande angeordnet ist. Dort würde er eine prächtige Ablagerung von Muscheln sehen, wieder anderswo ein hübsches, kleines Häuschen von Purpursand, dessen kleine Körner aus dem umgebenden gelben Sand sorgfältig ausgesucht worden sind. Wiederum würde er bemerken, dass alle Verlustchen, die zur Bucht herunterfließen, in zu diesem Zweck bewundernswert gegrabenen Kanälen laufen, und von der Neugier getrieben, den Zweck dieser verschiedenen Flüsse zu ergründen, würde er finden, dass alle diese Gewässer dazu dienen, das Wasser zu ersetzen, welches sie durch Verdunsten verliert, und auch ein bewundernswertes Beispiel von Anpassung, frisches Wasser für die Tiere und Pflanzen zu liefern, die am besten in frischem Wasser gedeihen. Und dass diese Gewässer dabei doch durch ihre vereinte Tätigkeit hinreichend mineralische Bestandteile hinzuführen, um dem Meer im Ganzen genau den Salzgehalt zu geben, welcher zur Erhaltung des plagischen Lebens erforderlich ist. Wenn er endlich in dieser Richtung seine Forschungen fortsetzen würde, so würde er finden, dass Tausende von verschiedenen Aufenthaltsorten sinnreich den Bedürfnissen von Hunderttausenden der verschiedensten Lebensformen angepasst sind, von denen keine Leben bleiben könnte, wenn diese Aufenthaltsorte verändert würden. Nun, ich meine, dieser unser gedachter Forscher würde gar töricht sein, wenn er aus dem Ergebnis aller seiner Studien nicht den Schluss zöge, dass der Nachweis eines Zweckes, wie ihn die Seebucht liefert, wenigstens ebenso zwingend sei wie der, den er vorher beim Studium der Uhr gefunden hatte.